Hallo, mein Name ist Rüdiger Kloß-Neumann. Ich bin 48 Jahre alt und leide seit 28 Jahren unter Clusterkopfschmerzen. 2015? Sorry, ich brauche mal. Es fällt mir immer wieder schwer, über meine eigene Erkrankung zu sprechen. Weil der Leidensweg ist halt sehr stark und Clusterkopfschmerzen haben bei mir angefangen mit 20. Ich weiß es nur ganz genau, es war in der Nacht, es war 1 Uhr, pünktlich auf die Minute und ich habe gedacht, mir sticht jemand einen Eispickel in den Kopf rein, weil die Schmerzen waren einfach unerträglich. Ich konnte nichts mehr sehen auf einer Seite. Es waren Höllenschmerzen, die aber nach 5 oder 10 Minuten dann wieder weggegangen sind und keiner wusste, wo es herkam. 12 Jahre lang bin ich zu verschiedenen Ärzten gelaufen. Mir wurde die Nase operiert, damit ich besser Luft bekomme. Ja, es wurden die Zähne alle gezogen. Man hat vermutet, dass es von den Zähnen kommen, diese Schmerzattacken. Und erst nach 12 Jahren habe ich einen Arzt gefunden, der dann letztendlich auch diese Clusterkopfschmerzen bestätigt hat. Und man da eigentlich erst anfangen konnte, auch diese Therapie für Clusterkopfschmerzen zu machen. Leider Gottes, 55% aller Clusterkopfschmerzpatienten begehen Selbstmord, weil die Schmerzen dich einfach an den Wahnsinn treiben. 2015, nach 20 Jahren Clusterkopfschmerzen, die vorher in Episoden waren und dann aber übergegangen sind in tägliche Attacken, habe ich gedacht, mein Leben geht zu Ende. Weil nichts an Medikation mehr geholfen hat. Und in dieser Zeit, dank meiner Familie, bin ich zu Cannabis als Medizin gekommen. Und ich habe gedacht, im ersten Moment wollte ich jetzt einen Drogenabhängiger machen, bin ich nicht nur schwer krank genug für euch. Und 2015 war es in Deutschland nur so, dass es unheimlich schwierig war, einen Arzt zu finden, der überhaupt die Erfahrung hat und die Möglichkeit hat, mit Cannabis als Medizin zu behandeln. Bis dato kannte ich Cannabis nur als Droge, mit der man sich berauschen kann. Und wenn man sie nutzt, dann wird man halt davon abhängig und bekommt sein Leben nicht mehr in den Griff. Von daher war das für mich keine Medizin im ersten Moment und ich habe das auch nie verstanden bis dahin. Und als ich 2015 bei Dr. Grotner vorstellig wurde, sagte er mir, ja, ich habe einige Patienten, die Clusterkopfschmerzen haben und ich behandle sie sehr erfolgreich mit Cannabis als Medizin. Ich weiß aber nicht, ob Ihnen das auch hilft. Das ist immer sehr individuell und es wäre aber eine Therapiemöglichkeit, eine Option. Und um Cannabis als Medizin 2015 nutzen zu dürfen, musste man eine Ausnahmegenehmigung bei der Bundesopiumstelle, der BfA, in Bonn stellen, was wir auch getan haben und diese Ausnahmegenehmigung kam sehr schnell. Ich durfte mit dieser Ausnahmegenehmigung in einer Apotheke diese Medizin dann beziehen, musste sie aber auch von Anfang an selbst bezahlen. Von daher bin ich zwangsweise in die Presse gezogen und habe gesagt,